Heute, 17 Tage vor der Bundestagswahl am 23. Februar, geht nun der Wahlomat wieder online. Ab 11:30 Uhr können Nutzer mit 38 Thesen herausfinden, welche Partei am besten zu ihren politischen Ansichten passt. Die Thesen basieren auf den Wahlprogrammen der Partei. Und seit seiner Einführung 2002 wurde der Wahlomat bereits mehr als 130 Millionen Mal genutzt. Neben ihm gibt es auch alternative Entscheidungshilfen, wie zum Beispiel den Realomat, der Realpolitik der Parteien stärker berücksichtigt. 17 Tage also noch bis zur Bundestagswahl. Darüber müssen wir sprechen. Und zugeschaltet ist mir daher nun Thorsten Frey von der CDU, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Frey. Schönen guten Morgen, Herr Hädler. Deutschland ist natürlich jetzt im Wahlkampffieber. Aber wenn man sich so den Zustand der CDU anguckt, da fragt man sich immer, warum liefern sich ausgerechnet Friedrich Merz, der amtierende Kanzlerkandidat der Union, und die Altkanzlerin Angela Merkel immer wieder so kleine Scharmützel? Also von Seiten Friedrich Merz kann ich das nicht erkennen, dass er sich Scharmützel mit wem auch immer liefert. Ganz im Gegenteil. Und die Bundeskanzlerin außer Diensten, die äußert sich so, wie sie es für richtig hält. Aber das muss ja nicht umgekehrt genauso gelten. Aber wird Ihnen das nicht auch schaden? Angela Merkel hat ja immer noch eine hohe Popularität in der Bevölkerung. Die Union müsste sich doch eigentlich mehr darauf konzentrieren, auf die Themen, die wirklich aktuell sind, wie zum Beispiel Migration. Aber gerade bei dem Migrationsthema liegen Merkel und Merz ja weiterhin weit auseinander. Ja, ich glaube, es wird sehr deutlich, dass wir heute eine andere Migrationspolitik machen als vor etwa 10 Jahren. Es ist richtig, dass wir damals nach den Ereignissen vom Herbst 2015 zu spät und auch zu wenig stark gegengesteuert haben. Wir haben mit unserem Grundsatzprogramm, das wir im Mai letzten Jahres beschlossen haben und das auf die nächsten 10, 15 Jahre ausgelegt ist, eine grundlegend andere Ausrichtung in der Migrationspolitik beschlossen. Insbesondere sind wir der Auffassung, dass wir dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die nicht bleibe- und schutzberechtigt sind, nach Möglichkeit gar nicht erst nach Deutschland und Europa kommen. Deswegen haben wir das Modell der sicheren Drittstaaten entwickelt. Und für dieses Modell gibt es nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in Europa eine breite Zustimmung. 16 Staats- und Regierungschefs haben die Kommission aufgefordert, in diesem Bereich tätig zu werden und das gemeinsame europäische Asylsystem anzupassen. Und Friedrich Merz hat ja gestern in Singen in Baden-Württemberg, Sie kommen aus Baden-Württemberg, ja auch noch einmal betont, dass er auf jeden Fall bei seinem Kurs bleiben wird. Proteste wird er sich anschauen, aber er wird sich davon nicht beeinflussen lassen und auch nicht beeinflussen lassen durch Demos gegen rechts. Wie erleben Sie, Herr Frey, im Moment diesen Wahlkampf? Wie aufgeheizt ist er denn? Kann man im Prinzip noch normale Politik versuchen zu transportieren? Ja, das kann man ganz eindeutig. Ich war gestern mit Wahlveranstaltungen vor allen Dingen in Freiburg unterwegs. Freiburg ist eine sehr stark von der Universität und Studenten geprägte Stadt und jetzt nicht unbedingt ein Pflaster, wo wir unsere allerbesten Wahlergebnisse erzielen. Das waren sehr, sehr gut besuchte Wahlveranstaltungen, die ohne jegliche Störung vonstatten gegangen sind. Also ich kann das umgekehrt von der Stimmung nicht berichten. Ganz im Gegenteil, die ist sehr gut. Wir erleben das auch bei unseren Wahlkämpfern im ganzen Land im Grunde genommen, von unseren Kandidatinnen und Kandidaten, dass wir überdurchschnittlich gut besuchte Veranstaltungen haben und dass die Zustimmung für unsere Politik in Berlin sehr groß ist. Wenn man jetzt aber das alles noch einmal nimmt, auch diese politischen Auseinandersetzungen der vergangenen Tage, merken Sie oder spüren Sie auch, dass es tatsächlich Signale vom politischen Gegner gibt? Nach dem 23. Februar müssen wir ja irgendwie wieder miteinander reden, besonders von den Sozialdemokraten, weil die Grünen, die zerlegen sich ja wegen der Migrationsfrage offenbar im Moment ja auch selbst. Ja, ich finde, das ist sehr deutlich geworden. In der vergangenen Woche hat die Union als einzige Partei klar formuliert, für welche Migrationspolitik wir stehen, was wir politisch in diesem Bereich erreichen möchten. Die Koalition aus Rot und Grün hat im Grunde genommen alles verweigert, was wir an Möglichkeiten auf den Tisch gelegt haben. Der Bundeskanzler hat eine Regierungserklärung vergangenen Mittwoch gehalten, in der er im Grunde genommen nur 2 Sätze gesagt hat. Erstens, ich habe keine Fehler gemacht und zweitens,
Wenn es ein Problem gibt, dann ist es ein Vollzugsdefizit. Dafür sind die Länder und Kommunen verantwortlich. Damit macht es sich der Bundeskanzler zu leicht. Und wir sehen jetzt in den Tagen danach, dass beispielsweise der SPD-Vorsitzende Klingbeil davon spricht, dass wir über dieses Thema sprechen und eine Verständigung erzielen sollten. Robert Habeck hat einen Plan, einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, der im Grunde genommen nur weiße Salbe ist. Wenn man sich das einmal genauer anschaut, dann sagt er eigentlich nur, er will mit den bestehenden Regelungen zu besseren Ergebnissen kommen. Und selbst das ist der grünen Jugend noch zu viel. Selbst in diesem Bereich sagt die grüne Jugend, wir brauchen mehr Unterstützung, mehr Sozialstaat, mehr psychologische Betreuung, mehr Prävention. Es ist also im Grunde genommen gerade das Falsche, was hier angenommen wird. Und deswegen muss man in der Tat sagen, wer ein Weiter so in der Migrationspolitik will, wer eine weiterhin unkontrollierte Migration nach Deutschland will, der muss SPD und Grüne wählen. Das ist in den letzten Tagen sehr deutlich geworden. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Union-Bundestagsfraktion. Herr Frey, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne, Herr Hedler.